wir die erste Frucht der Auferstehung. God came and sent his only son. Gott kam und sandte seinen eigenen Sohn. The word shay in Hebrew means gift. Und das Wort Shay im Hebräischen bedeutet Geschenk oder Gabe. Read that, Psalm 68. Psalm 68, Vers 29. Um deines Tempels willen zu Jerusalem werde ich dir die Könige Geschenke zuführen. So here we see, in the beginning, Hier sehen wir am Anfang. literally in the word for in the beginning, Und wirklich in diesem Wort am Anfang, gleich zu Beginn, God gave his only begotten son gab Gott seinen eigenen eingeborenen Sohn as a gift to the world als ein Geschenk an die Welt, by putting him on the fire within the house indem ihn mit Feuer ausrüstete in dem Haus, so he could build a house for his son damit ein Haus bauen könnte für seinen Sohn and bring forth a family to him. und die Familie hervorbringen könnte, um sie mit hineinzunehmen. Isn't God great? Ist Gott nicht großartig? Now, I'll show you something else. Und ich werde euch noch was anderes zeigen. Let's see. Go ahead and read this. Sprüche 30, Vers 4 bis 6. Wer fährt hinauf gen Himmel und herab? Wer fasst den Wind in seine Hände? Wer bindet die Wasser in ein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestellt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Alle Worte von Yahweh sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Tue nichts zu seinem Wort, dass er dich nicht strafe und werde es lügenhaft erfunden. Here the big question is, who created all of these things? Hier ist die große Frage, wer hat all diese Dinge geschaffen? What is his name? Und was ist sein Name? And what is his son's name? Und was ist der Name seines Sohnes? This is very important for Jews to realize God has a son. Das ist sehr wichtig für die Juden, das zu erkennen, dass Gott einen Sohn hat. And then it also says, don't you add to his words. Und dann heißt es auch, füge nichts seinem Wort hinzu. Do you guys like games? Mögt ihr Spiele? I love games. Ich liebe Spiele. I like to go on treasure hunts. Ich gehe gerne auf Schatzjagden. Sometimes I feel like a little kid in a candy store. Manchmal geht es mir wie ein kleines Kind im Bonbonladen. Or running along the beach, kicking over rocks to see what treasures are hidden in the sand. Und ich saus dann am Strand lang und stoße Steine weg, um zu sehen, ob irgendwelche Schätze darunter verborgen sind. And all I want to do is say, lay it out like a buffet. Und alles, was ich tun möchte, ist es anzulegen wie ein großes Buffet. Take what you want, leave what you don't want. Und dann zu sagen, nimm, was dir gefällt und lass das zurück, was dir nicht gefällt. But let's get out of the kiddie pool Aber lass uns aus dem Kinderpool herauskommen and jump in the ocean und lass uns in den echten Ozean gehen. and have some fun. Und das ist wirklich Spaß. The difference in Hebrew roots is this. Der Unterschied für die hebräischen Wurzeln ist das: Do you want to swim? Möchtest du schwimmen? Do you want to snorkel? Möchtest du Or do you schnorcheln want to gehen? scuba dive? Oder möchtest du tauchen gehen? I want to scuba dive. Und ich möchte wirklich tauchen gehen. Watch this. Schaut euch das an. Do you ever do word searches where you try to find the words frontward, backward? Habt ihr mal diese Wortsuchen gemacht, dieses Wortchaos, wo ihr versucht, aus diesem Buchstabensalat Worte herauszulesen und zu finden? You like doing that? Mögt ihr das? Gefällt euch das? Now, this is that verse he just read in English going across. Und das ist der Vers, den wir gerade in Englisch gelesen haben, in Englisch. Okay, but what I wanted to do was put it in Hebrew. Und was ich tun wollte, ist es in Hebräisch schreiben. Hebrews right to left. Und die schreiben von links nach rechts. Verse 4 begins with this letter mem, Und es fängt an mit dem Buchstaben Mem. going this way, coming across, Und es geht darüber und es taucht da wieder auf. ending with the letter tav. Und es hört auf mit dem Buchstaben Tav. This phrase right here in Hebrew Und diese Linie hier in Hebräisch is the words that say, and what is his son's name? sind die Buchstaben, die heißen, und was ist der Name seines Sohnes? The vav is the word and. Das Vav ist der Buchstabe für Ende. Ma is what? Ma ist was. Shem is name. Shem heißt Name. Ben is son. Und Ben heißt Sohn. So here's that phrase. Also ist hier dieser Satz. In Hebrew, here's the phrase, don't you be adding to his words. Und im Hebräischen steht dann hier, füge nicht seinen Worten hinzu. In Hebrew, they don't want to say the name of God. Im Hebräischen möchten sie nicht den Namen Gottes aussprechen. So they say Hashem, Also sagen sie Hashem. which means the name. Das bedeutet der Name.
And the question in Proverbs is, what is his name? Und die Frage in den Sprüchen vorhin war, was ist sein Name? And within that phrase, you have the word Hashem. Und in diesem Satz hast du Hashem drin. That's his name. Das ist sein Name. But the next question is, what is his son's name? Aber die nächste Frage ist ja, was ist der Name seines Sohnes? Right there you have Yeshua. Und hier hast du Jeshua in Kreuzform. Tied to the phrase, what is his son's name? Es ist verbunden mit dem Satz, was ist der Name seines Sohnes? Don't you be adding to his words, Und füge bloß nicht seinen Worten hinzu. forming the letter Tav or the cross. Und es wird dieses Wort Tafel geschrieben in Kreuzform, mitten in diesen beiden Worten. Woe is right. Wow, war die richtige Bemerkung hier. Now watch this. Und jetzt passt auf. Read Matthew 17. Matthäus 17, Vers 5. Da er noch also redete, siehe, da überschattete eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. So here the context is, Yeshua is my son, Und hier ist der Bezug, Jeshua ist mein Sohn. which goes back to Proverbs 30. What is his son's name? Und es geht zurück auf die Frage, die wir gerade hatten aus den Sprüchen 30. Was ist der Name des Sohnes? Now read the next one. Matthäus 3, 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herab aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihn. Und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. So here we see the context again is Yeshua is my beloved son. Hier sehen wir wieder den gleichen Rahmen. Jeshua ist mein geliebter Sohn. Now the Hebrew word for spirit Und dieses hebräische Wort für Geist is ruach. ist Ruach. The resh, vav, chet. Das Resh, Ba und Chet. And here we saw the Spirit of God, the Ruach, descending upon Yeshua. Und hier sahen wir, wie der Geist Gottes, der Ruach, auf Jesus herabkommt. And right here in Proverbs 30, Und hier in Sprüche 13 you have the word Ruach descending upon Yeshua. hast du, You have the word Ruach, or the Spirit, descending on Yeshua. hier hast du das Wort Ruach, was oberhalb von Jesus kommt und auf ihn herunterkommt. All in the context of Proverbs 30. What is his son's name? Alles in diesem Kontext von den Worten, was ist der Name seines Sohnes. Only God can do this. Nur Gott kann so etwas schaffen. Now, Und jetzt I want to show you this word. möchte ich euch dieses Wort zeigen, Elohim. This is the Hebrew word Elohim Das ist dieses hebräische Wort Elohim in Hebrew. in Hebräisch. You know in Isaiah 53, Wisst ihr, in Jesaja 53, the Messiah was to be the suffering servant da ist der Messias beschrieben als der leidende Diener, who had opened not his mouth. der seinen Mund nicht öffnet. The word Elohim can be broken up into different words as well. Und dieses Wort Elohim kann in unterschiedliche Worte wieder geschrieben werden. El means God. Dieses El bedeutet Gott. The word Aleph Lamed Mem, Dieses Wort Aleph, Lamed Lamed und Mem Mem, means to be silent, heißt still zu sein, zu schweigen, to not open your mouth. nicht den Mund zu öffnen. You ever heard the term oi? Habt ihr schon mal dieses Oi, like oi gehört? vey. Oi. Oi Dieses is right here in the middle, Oi ist hier in der Mitte geschrieben and it means grief. und es bedeutet Schmerz oder großes Leid. So here the very name of God, Hier ist also der eigene Name Gottes. God is one who is silent in his grief. Gott ist jemand, der in dem Leid still ist. His very name Sein eigener Name drückt das schon aus. implies the suffering servant. Drückt es aus, dass der schweigende, leidende Diener kommt. God loves each one of us so much, Gott liebt jeden einzelnen von uns so sehr. and he just wants us to draw close to him. Und er möchte, dass wir nah an ihn herankommen. Where he says to bear one another's burdens, Wo er sagt, tragt einander die Lasten. sometimes we need to understand how God feels. Manchmal müssen wir verstehen, wie Gott ist. I used to wonder what are the consequences of sin, Und ich habe mich immer gefragt, was sind die Konsequenzen von Sünde? and my concentration was totally on how sin affected me. Und mein Gedankengut war